Hallo und willkommen zu einem kleinen neuen Video. Wir schauen uns heute, beziehungsweise wahrscheinlich mehrere Folgen lang, das Stanley Parable Ultra Deluxe Edition an. Falls ihr vor einer Weile Superliminal bei mir geguckt habt oder es irgendwo gesehen habt oder selber gespielt habt, das Spiel hier trifft eine sehr ähnliche Richtung. So ein bisschen Mindfuck, man weiß nicht, was genau abgeht und es ist sehr merkwürdig. Und die Texte, also die Dialoge sind alle auf Englisch, kurz als Warnung, aber es gibt scheinbar deutsche Untertitel. Das ist schon mal gut. Das hier ist so gesehen ein Remake von dem Spiel. Ich habe den ersten Teil davon 2013 gespielt und ich erinnere mich eigentlich an gar nichts, außer dass es eigentlich sehr cool war. Sehr amüsant. Ich weiß nicht mal, wie ich das Spiel am besten beschreibe. Wir laufen halt herum und es gibt so einen Typ, der erzählt, was wir machen. Und es wird alles ultra absurd. So viel weiß ich noch. Man startet immer am selben Punkt. Man ist so gesehen in so einer fast schon Zeitschleife. Und je nachdem, was für Entscheidungen man auf dem Weg trifft, passieren halt andere Sachen und es entstehen ganz absurde Sachen. Das Einzige, woran ich mich erinnere, es gab ein Minispiel, wo so ein Baby auf Feuer zugekrabbelt ist und man muss den Knopf drücken, damit das Baby zurückgesetzt wird, damit es nicht in Feuer krabbelt. Und wenn man das irgendwie 5 Stunden gemacht hat, hat man ein Achievement bekommen. Der erste Teil von dem Spiel hatte auch ein Achievement, dass man das Spiel 5 Jahre lang nicht starten darf. Das Achievement heißt Go Outside. Dieser Teil hier hat dafür jetzt ein Achievement, Super Go Outside. Und man darf das Spiel 10 Jahre lang nicht starten. Also in 10 Jahren können Leute posten, yo, ich hab das Achievement endlich. Also, ne, damit wir uns alle verstehen, was wir hier gerade vor uns haben und was uns erwartet. Ja, legen wir los. Drücken wir bestätigen. Hast du Stanley Parable schon mal gespielt? Ich drücke einfach Nein, damit wir alle Tutorials kriegen. Gib deine aktuelle Zeit an. Wir haben gerade 4:12 Uhr. Jetzt wisst ihr, wann ich die Folge aufnehme für heute. Hinweis, Einstellungen zur Barrierefreiheit können über das Hauptmenü vorgenommen werden. Okay. Ich sehe meinen Mauszeiger da auf dem kleinen Monitor daneben. Seht ihr das? Ja. Warum loopt mein Monitor? Kann ich hier irgendwas machen? Also ich traue dem Spiel alles zu. Ich würde sagen, wir drücken einfach Beginn und schauen, was uns erwartet, ne? So ein paar Folgen dazu gibt's auf jeden Fall. Ich glaube, das hat sehr viele Endings. Beginn. This is the story of a man named Stanley. Hallo Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Ja, schön. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt sitzen bleibe, dass was passieren würde, aber wir gehen mal aus dem Office erstmal raus. Wir können ja später andere Sachen testen. Genau, also der Narrator wird mir sehr viel Sprachrecht wegnehmen natürlich, weil er viel erzählt. Aber so muss ja. Ja. Schönes Gebäude. Das war, glaube ich, damals so ein Half-Life-Mod oder sowas. Also auf der Source Engine. Das weiß ich noch. Wir kommen nicht mehr in unser Zimmer. Nein. Okay, gehen wir einfach mal weiter. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked,
he couldn't find a trace of his co-workers. Genau, der passt sich halt immer an, was wir machen. Ne? Er erzählt einfach, was passiert. Aber wir machen einfach mal Standard. So, wo ist der Meeting Room? Bist du der Meeting Room? Nee. Okay. Einfach weiter hier im Kreis laufen. Ich finde, I hate Mondays. Schöne Tassen. Ja. Hallo? Da ist irgend so ein dunkler Gang. Oder erleuchteter Gang, aber merkwürdiger When Gang. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Okay. Wir hören einfach mal, ne? Nur in die linke Tür reingegangen. Man könnte halt natürlich auch ein Rebell sein. Also ihr seht schon, ne? Viele Optionen. Ich bin gespannt, das alles gleich mal auszuprobieren. Ah ja, Meetingraum. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Wie man Streit mit der Mitarbeiter löst. Oh, ja gut, das kann ich nicht schnell genug übersetzt und lesen. Using slides to assure employees that everything is okay. Ja, alles wird gut sein. Sehr viel, natürlich so Witze auch in Textform. Jeder ist einzigartig, besonders du. Guckst du einfach mal alle an, wenn ihr da pausieren wollt und mal so ein bisschen drüber gucken wollt. Lasst ich's aber mal, aber nee, wir sind jetzt hier zum Erkunden. Ne? Bin ich in dem Besenraum? Nein. Wir suchen nach unserem Chef. Hoch oder runter? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Danke, Stimme. Dann gehen wir mal nach oben. Oh, hier ist ganz schön fancy hier oben. Bist du mein Boss? Executive Bathroom. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money crisp. Ich finde schön, dass meine E-Taste wie so eine Tastatur klingt. Du kannst nicht springen, erhalte deine erste Errungenschaft. Okay, ich habe 2 Achievements bekommen. Ich habe zwar nicht springen gedrückt, sondern E, aber ja. Oh. So ist es. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ganz zufällig habe ich den Zahlencode rausgefunden. Okay, ja. Jetzt sind wir irgendwie... Wie als wäre es so ein Filmset, wo wir jetzt einfach rauslaufen. Hallo? Bisschen düster. Runter, bitte. Boah, ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, was die Originalenden sind und welche dann neu sind und so. Aber eigentlich cool. Können wir alles nochmal hier erleben. Es kommt mir bekannt vor. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Okay, ja, wir sind in einem merkwürdigen Keller. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Oder einen Escape-Gang haben wir. Guck mal, hier haben wir auch noch eine Entscheidung. Ja, aber wir gehen ja in die Mind Control Facility. Türen gehen zu. Ja. Warum arbeiten wir hier? Was passiert hier? Was sind wir auf der Spur? The Licht. lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ja, klar. Einfach rübergehen. Was soll schon passieren? Wer baut sowas? Oh, hier sind auch nochmal irgendwelche Computer. Employee Observation Protokoll. Ich wünschte, ich könnte zoomen, dann könnte ich es ein bisschen besser lesen. Ich wünschte, ich könnte springen. Ah, Kameras. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers.
The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Einer wurde gefeuert. 2. Hier waren wir 400 irgendwas, ne? Irgendwo ist auch unser Computer. Ja. Menschenknopf. Ja, bitte. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Finden wir es heraus. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ich mag den Sprecher. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Okay. Stimme sagt, wir sollen es kaputt machen. Was ist okay? Der 5-Knopf ist verwirrend. Da drüben ist noch ein Knopf. Mind Controlling Idle, Awaiting Input. Ja, dann gehen wir doch hin und machen es kaputt. Dafür sind wir ja hier. Glaube ich. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Off. Machen wir es aus. Einfach erstmal auf alles hören, was er sagt. Und was bekommen wir jetzt? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ja, gleich, sobald die Wand fertig weg ist. Danke. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. Beim nächsten Mal machen wir einfach This was alles exactly gegenteilig. the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ein Happy End. Was will man mehr? Wir sind aus der Arbeitswelt entkommen. Beat the Game habe ich als Achievement bekommen. Ja, und schon sind wir wieder hier in unserem Zimmer. Wie macht die Tür zu? But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by?
He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Ja, auch eine Art von Ende. Gut. Also einfach in den Raum einsperren, vielleicht doch nicht das Richtige. Dann gehen wir mal zu den Türen. So, hier ist die Entscheidung mit den Türen. Wir gehen jetzt die rechte Tür. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Nö. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nö. Entschuldigung, Tür auf der linken. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Wird die Stimme mad. Ich will mich doch nur umgucken. Hallo, wo bin ich? Do not jump from the cargo lift while it's in motion. Will cause death. Cargo Lift falsch benutzen, $1000. Runterspringen, $5000. Ah, ich glaube, die $5000 Strafe. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Ups. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Okay, wir sind gleich wieder da. Ich spring nicht runter. Wow. Yes. This room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Der hat einen neuen Dialog hier gehabt. So, jetzt sind wir wieder hier und jetzt springen wir nicht runter. Hören einfach mal zu, was er sagt. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Oh, was, wenn ich hier runterhüpfe? What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Okay, die ist zu. Noch habe ich keine Wahl. Einfach weiter. Aber wie mad er war. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Sorry. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Ah, hinter mir. Let's go. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Oh. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Diese orangen Texturwände da, das ist so ein Model, was noch keine Textur draufgelegt hat für die Leute, die es jetzt nicht wissen, aber ja. Also es ist einfach ein Raum, der keine Texturen hat bisher. Beziehungsweise allgemein sehr groß leerer Raum. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see.
Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Jetzt will er ja, dass ich eigentlich in die rechte Tür reingehe, aber jetzt gehe ich in die Tür, wo er zuerst rein wollte. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Huch. Ah. Stanley Parable Worldwide Leaderboard. In total so und so viele Türen geöffnet. Laufschritte, Endings achieved, Door closed. Okay, ja. Did you know? 21% der Spieler haben die Intro-Sequenz geskippt. Only 3% der Spieler haben die blaue Tür ausgewählt. Das ist hier Stanley. Wir sind Platz 9328. Yo, ganz viele Stats für uns. Oh, aber jetzt hat er mir nicht gesagt, was ich machen soll. Jetzt weiß ich ja gar nicht, was ich nicht machen soll. Will ich da reingehen? Will ich hier reingehen? Oder will ich nochmal da reingehen? Eigentlich will ich nochmal da reingehen. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Ich glaube, wir kommen zum brennenden Baby. Ja. The baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Immer wenn ich drücke, wird das Baby halt zurückgesetzt, sonst krabbelt es ins Feuer. Und das Lustige ist, nach 2 Stunden kommt noch eine weitere Mechanik dazu, wo ein Hund von oben irgendwie runterfällt, die man gleichzeitig hier noch so einen zweiten Knopf drücken muss. Ja, aber ich glaube, ich lasse das Baby einfach mal ins Feuer krabbeln, weil ich habe nicht Lust jetzt also man muss wirklich 4 Stunden hier drücken und es passiert was. Und da habe ich nicht Lust. Also, Mr. Baby, krabbeln Sie bitte ins Feuer. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Ja, anderes Spiel, endlich. Ah, Firewatch. Ah, fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. Ich glaube, früher ist man in Minecraft gelandet. Das mit Firewatch ist auf jeden Fall neu. Firewatch ist so ein Adventure-Walking-Simulator-Spiel. Was, glaube ich, vielen Leuten gefällt? Ja.
What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Darf ich raus? Ah, cool. Aber die lustig, dass ich einfach in einem anderen... Dass der Grafikstil auch so komplett anders ist direkt. Der arme Stanley. Er wollte doch einfach nur keine Befehle haben. Oh no. No, it can't be. Was? Hallo? It is. It's an open world game. Good God, quickly, block it off. Oh nein, nicht ein Open-World-Spiel. Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Jawohl, let's Preferably go. something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Bin echt gespannt, welches Spiel jetzt kommt. Vielleicht kommt ja noch Minecraft. This will be just the thing. Rocket League? Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. bin nicht Just mein a Auto. nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this Ach, game, steht's sogar da. I will be phenomenally impressed. Hallo? Ich schieße einfach mein Okay, so what Tor. exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together? Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Ja, da ist der Ball. Oh, ich bin noch ein bisschen schneller. Boah, ich werde immer schneller. Let's go. Ich schieße ein Tor. Und... Oh, jawohl. Wie cool, dass sie das Ende so überarbeitet haben und dass jetzt der Rocket League einfach drin ist. Ich bin ultra impressed. Jawohl. Eigentlich Are you explodiert es doing so. it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Ja. Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, Oh, no. then surely multiple balls makes for an even more euphoric sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Yes! Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. Ich könnte theoretisch in das Tor reinlaufen. Oh, man hört den Ball noch rollen. Aber ich höre einfach gerade mal, was er machen will, ne? More balls! Jawohl! Mehr Bälle! Mehr Tore für mich zum Schießen. Pam! Und Pam! Was mache ich hier? Are you enjoying this, Stanley? Are you having fun? Is this a real video game? Ja. Well, I sure hope you're having a good time, because guess what? It's over. Nein. That's right. Oh. Your little fun comes to an end. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I'm structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set the rules. Somehow, I don't think you'll enjoy it as much. But who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Take care, Stanley. Tschüssi. Ja, dann hüpfe ich mal in ein Tor rein, ne? Wenn er eh weg ist. Wenn er nicht auf mich... Der ist bestimmt nicht weg. Was passiert, wenn ich da reinhüpfe? Hold on. What are you doing? Ich weiß es auch nicht. Hä? Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Oh, ich hab meinen Sprecher verloren. Kann ich die Waffe aufheben? Nee.
Will ich hier nochmal runterhüpfen? Ich weiß es nicht. Ja, was anderes gibt's hier nicht so als Option, ne? Dann hüpfen wir einfach nochmal runter. Wo bin ich hier so um die Ecke? Ne, ich falle runter. Okay. Hallo? Ach, da kommt noch ein Raum. Ah, ein dunkler Gang. Wo es in eine Richtung geht. Ich habe keine Ahnung mehr, was passiert. Aber das Ende ist auf jeden Fall ziemlich lang. Oh, aber ich frage mich, ob man noch mehr Spiele irgendwie triggern kann, wenn man in dem Raum da wartet oder so. Das Spiel lässt halt sehr viel ausprobieren am Ende. Aber ist ja eigentlich auch cool, man weiß halt nicht. Deswegen, übrigens, Kommentare und so, ne? Haltet euch zurück. Ich will einfach selber so ein paar Folgen lang experimentieren. Und dann, wenn ihr irgendwelche coolen Sachen kennt, kann ich die vielleicht mal ausprobieren. Was ist das? Irgendein Computer? Da ist wenigstens eine Lampe an. So falsch kann die Richtung ja schon mal nicht sein. Raum 427, mein Arbeitszimmer. Oh, endlich Ruhe. Mal mit zu. Na? Hallo? Wieso hört es sich eigentlich immer noch an, als würde ich fallen? Ich weiß es nicht, aber hat sich vielleicht jetzt hier was geändert? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. Ich glaube, das Fallgeräusch ist ein Bug. Ich kann auch nicht mehr klicken. Ladebildschirm. Und wir sind wieder am Anfang. Wir sind wieder am Anfang. Hey. Ja. Leute. Dann gehen wir mal zum Menü. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns noch weitere Sachen an. Vielleicht gucke ich auch noch mal das bei dem... Obwohl. Wir gehen noch mal rein. Und wir gehen noch mal zu dem Rocket League Spiel. Und ich warte mal einfach. Auch wenn es ein bisschen dauert. So, ich bin wieder da. Nach 10 Minuten gefühlt. Ich wünschte, man könnte an die Punkte springen, wo man schon war oder so. Vielleicht kommt das ja noch, keine Ahnung. Ja. Und jetzt warte ich, ob er noch mal was sagt. Ja, ich habe das Gefühl, hier passiert nichts mehr, weil ich laufe jetzt schon echt lange hier rum. Ich könnte theoretisch durch das orange Tor runterhüpfen, aber ich glaube nicht, dass sich was ändern wird. Nee, scheinbar ist hier nichts Neues. Okay. Hold on. What are you doing? Okay, ich bin sauber abgelaufen, habe nichts gefunden. Dann war es das mit der ersten Folge. Wenn es bei dem Weg noch was gibt, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Alle anderen, also nur am Ende jetzt bei der Rocket League Arena, alle anderen Wege und so werden wir uns in den nächsten Folgen angucken. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit der ersten Folge zu The Stanley Parabel Ultra Deluxe. Wir sehen uns in 10 Jahren wieder, wenn ich das Achievement habe. Ja! Nee, irgendwann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Zimbelmann und Stanley.